Ich habe nur noch N54 im Kopf. Billet-Schwein. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dieses 20 Mille Ding, was extra im Sack gemacht worden ist, habe ich das Gefühl. Nein, Spaß. Um euch kurz abzurollen. Wir haben die Hauptlagergasse neu geschossen, die ist perfekt auf Maß. Die Zylinder wurden ganz elegant durchgehohnt. Wir sehen hier, neuen Hohnschliff ist vorhanden. Wir haben vielleicht 400-500 rausgeholt. Der Kunde hat neue Pleueliter besorgt, wieder die Boostlines. Alles gut. Und die Kolben haben neue Kolbenringe bekommen und wurden von dem Jürgen Runge von Picoatec beschichtet. 99,70. Können wir mal gerade nachchecken. Kann man so machen. 99, 69,9, also passt auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ein Zylinderlaufspiel von 800. Somit haben die 99,78 die Zylinder. Und ja, jetzt bauen wir das mal zusammen. Was der Kunde, damit das nicht wieder passiert, bekommen hat, ist ein Upgrade in dem Ölsystem. Das wollte er machen, war ein bisschen spät gekommen. Wir haben eine Waterclark Motorsport Trockensubsystem. Besteht aus dieser eleganten Pumpe, die an der Ölwanne unten angeschraubt wird. So. Und ja, die sind ein paar Sachen, ihr werdet sehen, wenn ich das zusammenbaue, wie das dann zusammenfügt. Aber das ist wirklich High-End und geil. Weißt du, was uns noch fehlt, Dieter? Was fehlt uns noch? Kurbelwelle. Das Opfer liegt ja da unten drin. Viele hatten bei dem alten Video geschrieben, ob sie die alte bekommen. Der Kunde hat sie allerdings reserviert für sich. Sagt, das ist auch ein teures, schickes, hier, wie heißt es, Nachttischlämpchen. X-fach hier eingepackt. Ist noch so ein Öl drauf, müssen wir gleich noch davon befreien, denn die ist extra eingewachst, damit nicht irgendwie Korrosion oder so die Kurbelwelle angreift. Und wir haben dabei die kleinen, wie heißt das, Madenschrauben. Die Madenschrauben sind dafür da, das haben viele Leute, die vielleicht das Bildvideo gesehen haben von dem Video, wie hieß das? The Build, hier der Motor, wo der gebaut worden ist. Das hat ja irgendwie 1 Million Klick oder so, ne? 1,3 Millionen. Echt? Ja. Die haben sich alle gefragt, warum drehe ich hier Schrauben rein und so. Also, und zwar ist es halt so, dass ich in dem einen Video von den Kurbelwellen habe ich drüber geredet, dass das Ölsystem hier anders ist. Und ganz kurz angeschnitten, hier seht ihr, ist ein Ölkanal. Der Ölkanal wurde so gebohrt. Der geht bis hierhin. Da siehst du, wenn ich hier durchstecke, ja, sieht man da eben diesen Kanal. Und das bedeutet, die beiden Hauptlager und versorgen das Pleulager. Denn dieses Pleulager hat zusätzlich hier eine Crossbohrung nach quasi hier in die Mitte, wo wieder dieser Kanal getroffen wird. Das bedeutet ganz grob gesagt, die Ölkanäle sind miteinander alle verbunden und wenn man auf irgendeinem Hauptlager einen Öldruckabfall hat, dann heißt nicht, dass sofort das Pleulager stirbt. Denn an den anderen Kurbelwellen ist so, dass das Hauptlager für das Pleulager zuständig ist. Das Hauptlager und das. Und hier ist alles eben eins, somit ist der Öldruck also die Stabilität ist konstant, aber ich denke auch, dass der Öldruck im kompletten System dadurch konstanter ist. So, natürlich, die darf ich nicht verlieren. Guck mal, die sind sogar voll special. Die haben hier so, damit die sich natürlich nicht lösen, so Haken drin. Das ist so, dass die sich eben einarbeiten. Das ist natürlich gut. Aber ich mache immer trotzdem noch einen kleinen Tropfen Loctite drauf. Na, aber nicht zu viel, sonst geht es in den Ölkanal rein. Zu der Kurbelwelle kommt natürlich so ein komplettes Inspektionsheft. Wuchtprotokoll hier ist auch dabei. Also bei dem Ding mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Welle ist jetzt blitzeblank poliert. Die sieht schon sexy aus. Oder? Könnte ich mir echt auch so. Aber wenn ich der Kunde wäre, ich würde mir das doch nicht ins Wohnzimmer stellen, weil da hast du immer nur schlechte Erinnerungen, wenn du das Ding siehst. Gut. Zu dem Pleu. Ich glaube, ich im letzten Video auch schon was drüber gesagt. Sehr, sehr massive Pleu. Haben in meinen Augen auch einen Nachteil, dass die halt vom Gewicht her wirklich schwer sind. Allerdings macht die nicht so leicht kaputt. Ihr habt selbst den Schaden gesehen. Liegen die alten da noch?
Der Kollege ist zwar heiß geworden, aber der ist standhaft geblieben. Kunde wollte sie haben, ich finde es auch nicht schlecht, aber schwer, aber für die Leistung, die der Kunde fahren will, glaube ich okay. Gut, deswegen fangen wir auch schon direkt damit an. Wir werden jetzt im ersten Schritt, die sind frisch gewuchtet und ausgemessen. Ja, also ihr habt das ja schon öfter gesehen. Wenn wir hier so Augen und Zapfen messen. 23,014. Das heißt, der Pin hat ca. 1,5 Hundertstel Laufspiel hier oben drin. Das fühlt sich dann auch dementsprechend an. 1,5 Hundertstel ist echt so richtig schön saugend. Und das passt. Wir werden am Pleulager ein Spiel von ca. 500 mm anpeilen, plus minus 5000. Und am Hauptlager 400. So, das mache ich deswegen, denn das ist ein Aluminiumgehäuse, das expandiert ziemlich stark bei Wärmeentwicklung. Und wenn wir da jetzt schon im kalten Laufspiel von 700 anpassen am Hauptlager, dann haben wir da, wenn es warm ist, knapp ein Zehntel, und das ist in meinen Augen zu viel, dann kommt am Ende zu wenig Druck am Pleulager an, und das ist wichtig, dass wir das am Pleulager haben. Im letzten Video hat jemand mich gefragt bezüglich hier Torsion, die hier wirkt, wenn ich das Ding hier einspanne und dann die Schrauben nachziehe. Aber diese Torsion ist absolut, das muss das Pleu aushalten, sonst soll es kein Pleu werden. Das ist kein Problem für das Pleu. Die ganzen Pleu waren auf 0,1 Gramm genau gewuchtet. Ich musste da gar nichts dran machen. Sind aber auch teure Pleu, ne? Also knapp 1000 oder so. Jetzt drehe ich hier mal so 3-4 Umdrehungen raus. Weil hier sind natürlich so Führungshülsen drin oder Passstifte je nach Pleu. Und die sorgen jetzt dafür, dass die eine Pleuelhälfte natürlich sehr stark da drin hängt. Aus dem Grund Hämmerchen. Und dann lösen die sich da raus. Die N54-Pleuel, die waren viel zu fest, da musste ich so fest drauf hauen, hast du selber gesehen, ne? Dieter? Ich hab's gesehen, ja. Im Kochstudio hier, ne? Ja, manchmal komme ich mir auch so vor, wenn ich so hier hinter stehe. Weißt du, bei Tim Melzer war immer so eine Blondine, die dann da mit so einem Dingen stand und den irgendwelche Fragen gefragt hat. Du kannst die Blondine nicht sein, weil du bist ein Mann, du bist nicht multitaskfähig, ne? Merke ich schon. Guck mal, ich kann schrauben und reden. Du kannst filmen und nicht reden. Sag immer, Dominik, frag mich doch irgendwas. Was soll ich dich denn jetzt fragen? So, wie immer das gleiche. Bezeichnungen sind auf dem Pleuel. Ne? Hier, 131, 131 gehört zueinander. Die Bohrung ist... Man muss ordentlich filmen hier. Die Bohrung ist auf meiner Messung, die definitiv bei den Umständen, die wir hier haben, tolerieren kann, haben wir wirklich 2-3 Tausendstel Differenz in der Grundbohrung gehabt. Und wie ihr ja schon wisst aus meinen anderen Videos, wie oft soll ich das eigentlich noch sagen aus diesen anderen Videos? Das ist halt so, wir haben keine Ahnung, 300 Motorenbau-Videos. Meinst du, es gibt einen Kanal in Deutschland, der mehr Motorenbau-Videos hat? Nee, oder? Ich glaube, reines Motorenbau? Nee. Ja, so richtig Motorenbau, nicht hier so, ich mache heute Felgen und mache einen Ladedruck hoch. Ich glaube nicht. Ich lege bei den Subis mega viel Wert auf Pleulager von Mahle Motorsport. Wir haben einfach in der Erfahrung so viel Gutes darüber gesammelt. Also die Hauptlager sind beim Subaru in der Regel, wenn alles korrekt ist, nicht wirklich hart beansprucht. Die Pleulager sind immer die Sterbefälle. Aber ich kann mich noch erinnern an ein Pleulager von Tauber Motorsport, die wirklich den richtig Feuer geben, den Motörchen. Ey, die sahen aus nach einer Saison, als wenn ich hätte die nochmal eingebaut. Aber natürlich habe ich nicht gemacht. Muss ja hier Umsatz machen, ne? Aber die hätte man echt nochmal einbauen können. Grüß gehen raus an Tauber Motor. Nee, das weiß er auch. Aber Sebastian macht auch keine halben Sachen. Er sagt, komm, wenn du einmal aufpasst, mach keinen gebrauchten Lager. Ich kann dann auch Philipp verstehen, denn beim Philipp kosten die Pleulager an der Limo irgendwie 500 € oder so. Mega teuer. So, ja, so sehen die aus. Die haben so eine feine Beschichtung. Das kann ich mal gerade mit dem Fingernagel zeigen. Ich mache jetzt nichts kaputt. Das ist nur so eine Pulverbeschichtung. Komm, jetzt mit meinem Fingernagel gehe ich ganz sanft hier drüber
Und siehst du das hier? Ja. Da ist so was ganz Feines drauf. Ganz fein. Ja, wie Dackelhund. Und ich musste nicht messen, denn die Dinger waren bei jedem Messen immer wieder astrein. Und die werden, glaube ich, auch in England gefertigt, wenn ich das richtig herausgefunden habe, von Cleveite. Also Mahle Motorsport macht eigentlich nicht selber Pleuelager oder Lagerschalen, aber Cleveite produziert für die. Öl. Viele fragen mich auch, warum ich immer 2 verschiedene nehme. Ich mische das ja immer so, weil es gibt einfach manche Stellen im Motor, wo ich das Öl ein bisschen dünner haben will, damit es besser in die Ecken reinkriecht, wie zum Beispiel an den Kolbenring. Ne? Also hier mache ich das dicke Öl nicht drauf, denn wenn ich hier das dicke Öl drauf mache, das geht zwar schon, sieht man das? Das kriecht so langsam da rein. Aber ich mag es da, wenn es so ein bisschen so richtig reinfließen kann. Ja. Aus dem Grund hantiere ich immer mit 2 Kollegen rum. Das ist natürlich Boss-Kolben, ne? Soll ich mal, warum das Boss-Kolben sind? Ja, erklär mir mal bitte. Nein, warte doch, ich erkläre es dir. Aber ich erzähle dir, guck mal, die ursprünglichen Kolben, die der Philipp mit dem Björn zusammen konstruiert hat für sein Mega-Lambo, ne? Guck, was ist das? Da musst du kein Profi sein als Laie. Siehst du das Kolbenbodendesign? Siehst du das hier? Sieht man schon einen Unterschied, ne? Das ist schon eine feine Angelegenheit. Aber ich habe ja auch so ähnliche für die Subi Performance Kolben konstruiert. Hier für IAP, die habt ihr auf dem anderen Video gesehen. Muss ich das jetzt noch erklären mit Steifigkeit oder so? Hier diese ganzen Stege hier drin. Man könnte es zum Beispiel so machen, dass man einfach einen ganz massiven Bauernkolben produziert, der hier voll ist. Kannst du dich erinnern an einen Godzilla-Motor? Ja. So richtig voller Kolben ist natürlich stabil, geht natürlich nicht kaputt. Viel Masse, kann viel Energie aufnehmen, kann auch im Prinzip auch viel Temperatur aufnehmen, Energie, Temperatur das gleiche. Allerdings das Gewicht, was dann an dem Pleuel hier hängt und was dann an Beschleunigungskraft immer wieder neu beschleunigt werden muss, das will man im Idealfall so niedrig wie möglich halten. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, die Pleuel sind zwar cool, aber sehr, sehr schwer. Und hier ist es halt, dieser Kompromiss zwischen Stabilität und Gewicht ist halt wirklich ideal. Gefällt mir sehr. Komplett CNC unten gefräst. Wir machen jetzt mal hier die Lagerschalen rein. Beim N54 Motor habt ihr gesehen, dass ich die Kanten angefeilt habe. Weil beim Reindrücken des Pleuel entsteht, wenn ich jetzt hier einfach nur gerade oben drauf drücke, hast du drauf? Dann würde sich hier so ein Grat bilden können. An der Kante, wenn ich da jetzt übertrieben, bei dem Pleuel ist das nicht so. Weil das Pleuel relativ dünn von der Wandstärke ist. Guck mal, ich kann es, wenn ich will, so ein bisschen zusammendrücken. Das federt leicht, wenn ich das hier so mit dem Finger drücke. Bei den N54 Pleuel, die sind viel, viel stabiler, die kriege ich kaum zusammengedrückt. Und die sind mit einem hohen Druck hier quasi am Reindrücken und dann zieht man nicht den Grat hier rein. Aus dem Grund hatte ich die angefeilt, bei dem Motor nicht wirklich notwendig, weil da mache ich so, drücke mit dem Finger das so, tschuk, und dann ist das Ding drin. Ich kann ihn quasi leicht zusammendrücken. Und das, was viele auch nicht kennen, der sogenannte Pleuellager Crush. Crush oder einfach die Stauchung des Pleuellagers. Wenn man sich das jetzt hier genau anguckt, mal schauen, ob wir es drauf kriegen, wirst du sehen, dass der Kollege ein bisschen übersteht. Minimal. Um ein paar Hundertstel. Also wenn ich jetzt hier so mit dem Cuttermesser lang fahre, dann merkst du, kick, da stoße ich dagegen an. Weil der Pleuellager-Dieter leicht raussteht. Beim Zusammenschrauben wird das Teil gestaucht und übertrieben gesagt macht das Pleuellager dann, geht so nach innen. Ganz leicht. Diese Stauchung sorgt auch für dieses theoretische und praktische Lagerspiel, denn wenn wir das so verschrauben und diese beiden Seiten zueinander stauchen, macht die Bohrung, expandiert die. Hast du mein letztes TikTok-Video gesehen? Was meine mit expandieren von von Lager? Nein, also nicht, sehr gut. Pleuellager macht quasi das Pleuellager irgendwie geht so auf, das sage ich glaube ich jetzt gleich da. Da kommt der Druck rein und dann geht die Bohrung auf.
Aus dem Grund kannst du theoretisch dein Pleulagerspiel errechnen, mit hier Messen, Lagerspiel, Durchmesser und so weiter. Aber das Praktische, wenn es am Ende zusammengeschraubt ist, ist ein Ticken anders. Mensch, da verpasse ich aber euch heute ein Kotelett, oder? Ich wollte gerade sagen, heute ist Informationsfluss plus. Hirn aktiviert. Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden, Alter. Das habe ich lange. Nee, ich war um 7 Uhr hier. Ich war um 5:30 Uhr schon aufgestanden. Sogar vor mir und das kommt selten vor. Ja. Wahnsinn. Hast du irgendwas, was du den Leuten da draußen sagen willst? Du arbeitest ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen hier und hast schon viel an der Front. 2 Monate. Ja, aber reicht ja. Du bist ja einen Haufen Sachen am Bearbeiten. Ein Haufen. So viel habe ich noch nie in meinem Leben gearbeitet. Fauler Sack. Nein, du hast einfach ganz viele Anfragen. Willst du denn irgendwas sagen? Was kriegst du ganz oft gefragt? Also ich meine, ganz viel könnte So Sachen, die man einfach googeln kann. googeln oder so Sachen, die du einfach im Online-Shop. Oder Sachen, die man einfach im Online-Shop Was würdest du mir für einen Blog empfehlen für 350 PS? Steht ja eigentlich. Ganz einfach. Steht direkt, wenn ihr Stage 1 eingibt bei uns im Online-Shop, steht jede Information da. Eigentlich schon. Was verbaut ihr? Dann steht auch alles da, ne? Ja. Welche Kurve, welche Genau. Kurve? Ist es OEM-Kurbelwelle oder ZRP-Kurbel? Ja, das kannst du dir aussuchen. Ja, Ja. Naja. Aber sonst ist es gut, ne? Na, sonst ist es in Ordnung. Wir würden ja gern so einen Blog-Creator entwickeln, oder? Für die Ja, Website. schon richtig gerne. Nur weiter. Leider haben wir beide damit keine Erfahrung mit. Keine Erfahrung und vor allem keine Zeit, Cora. Das Video ist ja jetzt schon online von dem Tag hier Projektüberblick, ne? Richtig. Ja. Cora Matsch. So. Schön. Wunderschön. Zum Ansetzen nehmen wir das jetzt gerade hier rein. Denkst du, die Leute würden mal gerne so ein Making-of sehen? Frag doch. Wollt ihr ein Making-of? Das ist ja quasi wie ein Making-of. Ja, ja, aber ich meinte so. Von so einem ASMR-Bild. Ja, ja. Alter, wenn die wüssten, was das für ein Eiertanz ist, Alter. Ah, jetzt so, nicht falsch, wieder so rumdrehen. Katastrophe, wirklich. Das ist diese ARP-Paste für das Anziehen der Pleulager. Ich hatte euch jetzt schon in 1000 Videos gezeigt, dass man das messen kann und dass man das auch mit dieser Paste und dem vorgegebenen Newtonmeter-Anzahl von dem Hersteller auch auf die richtige Dehnung der Schraube kommt. Und ja, jetzt haben wir es so oft bei diesem Modell, genau bei dieser Länge, bei dieser Passung von der Schraube gemacht, dass wir am Ende irgendwie immer bei 88 Newtonmeter angekommen sind. Und aus dem Grund, mit der Paste, aus dem Grund können wir uns darauf jetzt verlassen. Wenn ich jetzt eine neue Schraube habe, die ein anderes Material ist oder die länger, Durchmesser anders ist, dann mache ich es nochmal mit der Uhr. Aber bei diesen Schrauben, die wir jetzt schon, keine Ahnung, 300 Mal in 300 Motoren verbaut haben, war es irgendwie immer 88. Gut, darf ich weitermachen? Ja. Dankeschön. Das Öl am Pleulager ist natürlich perfekt. Also es ist so dick und das bleibt da wie Honig haften. Das heißt, wir haben definitiv in den ersten Umdrehungen da keine Mischreibung, sondern dieses super Gel, was dann dafür sorgt, dass da eine schöne Schmierung vorhanden ist. So. Zack, nächste Runde. So. Habe ich hier Spezialwerkzeug. Aluplatte. Siehst du, kann ich das hier so einklemmen. Relativ gut.
So, haben wir alle fest. Jetzt können wir hier noch so Spielereien machen, wie das Spiel zwischen Pleuel und Kurbelwellenwange messen. So, wir haben hier ca. 500 pro Seite, also ein Zehntel, wenn wir das in eine Richtung drücken. 500 Liter, das ist doch der 500. Ja, der geht da so saugen rein. Das ist kein tolles Paket. Fühlt sich gut an und jetzt kommt, was heißt Geheimtrick? So mache ich es immer. Jetzt fühle ich mit dem Finger, ich habe zwar das dicke Öl da drin, ob der Widerstand gleichmäßig ist oder ob ich es drehe und an einer Stelle so leicht hakt oder der Widerstand höher wird, dann weiß ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber sieht auch attraktiv aus, oder? So ein, überleg mal, wie kompakt die ist. 2,5 Liter. Soll ich mal 2,5 Liter von so einem Ford-Motor, so einen 5-Zylinder-Reihe holen? Dann kann ich mir direkt Bandscheibenvorfall heben. Der Kollege ist jetzt soweit gut. Jetzt kommt wieder dieses berüchtigte Reinschrauben hier von den Madenschrauben, wo wir doch noch wieder einen Klecks Sicherungsgitter drauf machen. Jetzt Geheimtrick, falls ihr mal an eine Schraube zu viel gemacht habt, nehmt ihr noch eine Schraube, falls ihr eine zu brauchen habt, streift das so darüber. So. Gut. Die haben jetzt alle ihre Ladung abbekommen. Der lange müsste, ich glaube hier müsste der kurze rein. Sehen wir jetzt gleich. Ja, sonst würde der hier rausstellen, weißt du? Guck mal, das ist richtig MacGyver-mäßig. Durch diese Schraube führe ich das jetzt durch. So, jetzt kommt es hier oben raus. Ja, dann kann ich es da ansetzen. Brutal. Guck mal, da siehst du den Ölkanal vom Hauptlager. Siehst du es da? Ja. Geil, ne? Der ist im Prinzip, glaube ich, nur ein Verschlussstopfen. Kurbelwellenliter ist jetzt quasi bereit zum Einbau. Jetzt kümmern wir uns um das Gehäuse. Hier mal so 2 Stück. Was ist das hier? Stoffpulver. Schaumstoffmatten, ne? Damit die Deckfläche nicht auf dem Kunststoff liegt und verkratzt werden kann. Guck mal, wie schön die spiegelt, weil wir haben die neu abgeplant, ne? Und guck mal bitte, in was für einer Qualität wir die Oberfläche geplant haben. Das sind jetzt nur von der Reinigungsspuren. Das glänzt wie ein Spiegel. Das Bickhäuser Ausspindelwerkzeug hat wieder gute Leistung gemacht. Kanäle haben wir auch schon zigmal durchgepustet. Der Motor war bestimmt 5-mal in der Waschmaschine, um alle Späne rauszukriegen. Alle Stopfen, wie man hier so sieht, sind alle raus. Ne? Guck mal, kannst du in den Kanal reingucken? Perfekt, cool. Schön.